Oh, verspannter Rücken, Nacken. Wisst ihr, was ich jetzt ab könnte? Oh, so eine geile Hotstone-Massage. Einmal entspannen und verwöhnen lassen. Kennt ihr nicht? Bleibt dran. Hallo liebe Kollegen und Kolleginnen, mein Name ist Dirk, seines Zeichens Ästhetiktherapeut. Heute geht es um die Hotstone-Massage. Das ist so eine ganz liebevolle, wärmebringende, wohlfühlbare mit sehr viel Tiefgang. Ja, das ist tatsächlich so mit den Steinen. Also ich zeige euch das nachher, wie bereite ich das vor, wie bereite ich den Kocher vor und wie bereite ich den Raum vor. Was ihr dafür braucht, ist ein Wärmegerät für die Steine, eine Schüssel mit den Kaltsteinen für den Cold Stone, weil am Bein, am Extremitäten von den Beinen arbeiten wir mit heißen und kalten Steinen. Ein schönes Öl, ja, was dann bitte auch handwarm ist, und bitte, bitte eine Kontrolle, also ein Thermometer drin, dass die wirklich nicht heißer als 55 bis maximal 60 Grad sind. Ja, das hat nichts mit Verbrennung und Hautwechseln zu tun. Nein, sollte euch das mal unterkommen, rennt lieber schreiend weg, weil es ist Wohlfühlen, Entspannen und dass die Leute noch eine ganze Woche von eurer Massage reden. Ich mache es ganz langsam, wird ein längeres Video. Viel, viel Spaß. Die Vorbereitung. Für die Vorbereitung brauchen wir ein Öl. Nehmt ein Öl, was ihr gut verteilen könnt, weil wir brauchen gleich viel Öl zur Einölung von dem Körper und zur Begrüßung. Was ich mache, ich habe mir so kleine PET-Flaschen holen lassen bzw. zusenden lassen, mit oben mit so einer Tropfeinrichtung drin, damit ich das gleich gezielter über den Körper laufen lassen kann. Vor allen Dingen den Vorteil ist, ihr könnt es in den Kocher mit reinmachen, wo ihr die heißen Steine vorbereitet. Das heißt, diesen Kocher, das habe ich auch immer nicht gefunden, ich wusste das immer nicht, wie ich das machen sollte. Der besteht aus zwei Teilen. Einmal die Schale, wo die Steine drin sind und wo das Wasser drin ist, und dann ist noch eine andere Schale drin. Ja, ich habe gedacht, da kommt auch Wasser rein, aber völliger Blödsinn. In die unterste kommt kein Wasser, da bitte nichts reinfüllen. Dann die zweite Schale reinmachen. Dann habe ich ein Handtuch da reingelegt unter die Steine, damit ich die auch nachher sehe. Und mir sie so ansortiert, dass ich sie gut rausnehmen kann und dann verteilen kann, platzieren kann auf dem Körper. Was ihr dabei beachten solltet, ich habe mir noch so ein Fleischthermometer besorgt. Warum so ein Fleischthermometer? Weil wenn ich dann reingehe, kann ich einmal kontrollieren, wie viel Grad die Steine haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade sieht, aber die Steine optimal um die 55 Grad. Bitte nicht heißer, man sagt so zwischen 55 und 60. Und bei 60 finde ich schon sehr heiß. Für jemanden, der das nicht gewohnt ist, ist es wirklich heiß. Lieber ein bisschen weniger als zu viel. Lasst die Steine auch gut 1-2 Stunden vorher warm werden, damit sie dann die richtige Temperatur erreicht haben. Wenn ihr das habt, dann habt ihr bitte für den Kunden so ein Einmalhöschen. Ja, weil die eigenen Klamotten werden halt sehr ölig. Dann braucht ihr ein nettes Handtuch, wo ihr gleich mit abdecken könnt. Und wenn ihr habt vielleicht oder wenn ihr mögt, ein kleines Schälchen zurecht machen für den Kunden, wo ihr ein bisschen Blümchen oder irgendwas reinmacht, damit er schöne Aussichten hat. Für die Massage braucht ihr auch noch weiter nicht nur die heißen Steine, sondern auch die kalten Steine. Das heißt, die kalten Steine habe ich hier schon vorbereitet. Die liegen hier schon griffbereit in dem Eiswasser für mich. Ihr werdet gleich sehen, wir brauchen Hotstone und Cold Stone. Ja, wenn wir das alles gut vorbereitet haben, dann würde ich sagen, holen wir unser Modell rein und wir fangen mit der Behandlung an. Zur Begrüßung, das ist ein Ritual, was man eigentlich bei jeder Massage vorweg machen kann. Das heißt, wir legen auf, streichen einmal links, geben ein bisschen hier
Halswirbel, Lendenwirbel und atmen 3-mal mit. Das heißt schön ein und aus. Wenn wir das vollbracht haben, überkreuzen wir. Das heißt, wir gehen unter das Schulterblatt, über dem Gesäß, geben ein bisschen die Kreuzung rein. Machen auch wieder die 3 Atemzüge. Gehen dann zur anderen Seite. Ziehen da über Kreuz, auch wieder 3 Atemzüge. Und wenn wir das haben, gehen wir komplett in die Länge. Das heißt, wir gehen oben an das Schulterblatt ran, unten an den Unterschenkel und ziehen und lassen auch wieder 3 Atemzüge fließen. Und nehmen die andere Seite, begrüßen und lassen auch wieder 3 Atemzüge fließen. Als ersten Schritt legen wir die eine Seite frei. Ja, und oben im Rückenbereich frei. Dann nehmen wir unser Öl, was wir gut vorbereitet haben, was auch gut warm ist. Wichtig ist bei der Ölung, wenn wir das auftragen, dass das Öl bitte nie direkt auf den Körper kommt, sondern über die Hand an den Körper läuft. Das heißt, ich gebe es eigentlich auf die Hand und verteile es dann schön einmal auf den ganzen Körper bis oben hoch. Oben Bereich, weiter, 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 weiter. Und über den Arm weiter zurück. Wenn wir das Öl jetzt einmal verteilt haben, müssen wir es einmal richtig verteilen. Das heißt, wir gehen einmal hoch, bleiben stehen, nehmen den Arm, gehen komplett rüber, gehen über die Schulter und den Arm zurück über die Hand und kommen wieder runter. Das Ganze machen wir genau 3-mal. Wieder hoch, wieder zurück mit dem Ellbogen, Schulter, Arm, Handfläche und das 3. Mal. Hoch, rum, Schulter, zurück und bleiben hier hinten stehen. Die einleitende Massage, das heißt, wir nehmen beide Daumen ganz kräftig und gucken mal, wo es denn verspannt ist. Ziehen mit den Daumen hoch, bleiben vorsichtig in der Mitte, bleibt stehen die innere Hand, die äußere geht wieder zurück und kommen wieder zurück. Nochmal. Fußsohle hoch, Verspannung merken, spüren, wo es vielleicht dolle klemmt, oben bleiben, runter und wieder zurück. Nochmal. Hoch, stehen bleiben, drehen und gehen wieder mit zurück. Wenn wir das haben, gehen wir zu unserem Rücken. Das heißt, unseren Rücken gehen wir mit dem Schmetterlingsgriff runter und schön zurück. Nochmal Schmetterlingsgriff und wieder in Wellen runter. 3-mal Schmetterlingsgriff und wieder in den Wellen runter. Dann haben wir noch den Arm. Arm machen wir genauso wie Fuß. Das heißt, wir gehen Innenfläche, Daumen, Kreuz, bleiben hier in der Schulter und gehen wieder zurück. Und wieder von der Handfläche hoch, außen rum, Schulter, wieder zurück und nochmal Handfläche hoch, um die Schulter kreisen und wieder zurück. Wenn wir das alles fertig haben, machen wir das natürlich auf der anderen Seite auch. Jetzt geht es auch los mit den heißen Steinen. Das heißt, wir nehmen den größten aus dem Wasser, haben hier ein Handtuch liegen, wo wir sie einmal gut abtrocknen können. Ja. Jetzt ist der ziemlich warm. Das heißt, bevor wir den Stein ablegen, müssen wir immer die Wärme ableiten. Heißt ableiten, andere Seite, andere Seite, andere Seite,
Wir leiten immer dreimal die Wärme ab, bevor wir den Stein auflegen. Dann nehmen wir den großen Stein und fahren einmal rauf und runter und rauf und runter, rauf, runter, rauf und runter. Und immer dabei schön drehen. Wenn ihr das dann habt, dann fahrt ihr eine große 8 mit dem großen Stein und immer mal drehen, damit beide Seiten gleichmäßig die Wärme abgeben, damit das Gefühl langsam für die Wärme und den Stein übergeht. Wenn ihr den großen Stein fertig habt, die Wärme leicht abgegeben habt, dann gebt ihr den unter dem Bauchnabel, ja, und lasst ihn da liegen. Das heißt, der Stein wärmt das Sonnengeflecht. Dann brauchen wir 2 mittelgroße Steine. Wieder trocken. Gehen einmal ans Kopfende. Nehmen den Druck von den Steinen, nehmen die Wärme und geben sie wieder auf den Rücken ab. Das Ganze wieder 3-mal. Wenn wir das haben, geben wir die wieder kreuz ab, nur ganz kurz, dass er sich wieder dran gewöhnt. Dreht die Steine wieder. Und wenn ihr das gemacht habt, gebt ihr die in die Leistengegend, dass sie weiter wärmen. Dann nehmen wir die nächsten 2 mittleren Steine. Wieder die Feuchtigkeit von einem Handtuch abnehmen lassen. Wieder vorne am Kopf. Und die Wärme wieder abgeben. Einmal, zweimal, 3-mal. Jetzt hatten wir eben die linke Seite. Jetzt gehen wir mit der rechten Seite von der Wirbelsäule mit den Steinen rauf und runter. Und merken, wie auch die Wärme langsam im Rücken und Gewebe zunimmt. Diese 2 legen wir dann vorne unter die Schulterblätter. Das heißt, dass da auch weiter gewärmt wird, um den Lungenmeridian weiter zu stärken. Jetzt nehmen wir 2 große Steine. Auch hier wieder abtrocknen. Und oben ablegen. Nur jetzt kommt die Ableitung über die Arme. Und wenn wir den einen Stein haben und abgeleitet haben, gehen wir zu dem Arm und massieren einmal den Arm schön rauf und runter. Denkt dran, nicht so über die Knochen fegen, sondern mehr in die Muskeln. Wenn wir das gemacht haben, geben wir den Stein runter in die Hand und die bleibt dann ganz locker mit dem Stein hier liegen. Wenn wir das fertig haben, machen wir das Ganze auch noch mit der anderen Seite. Jetzt nehmen wir einen mittelgroßen Stein und leiten die Wärme wieder schön über die eine Seite ab. Wenn wir das haben, surfen wir über den Rücken. Kreisen einmal um das Schulterblatt. Spalten den Arm, stellen den Stein ein bisschen auf und lockern den Muskel auf. Wenn wir das haben, surfen wir wieder zurück. Denkt dran, nicht hier oben auf dem Kamm, sondern nur auf den Muskeln surfen. Wieder runter. Zapp. Jetzt kommen wir wieder hochgesurft. Das Ganze 3-mal genau. Um das Schulterblatt, Stein aufstellen. Muskel auseinandernehmen, aufstellen, aufgräten, auflockern
wieder zurück und wieder surfen. Und die letzte Runde surfen. Wenn ihr da fertig gesurft habt, legt ihr den Stein unten im Lendenwirbelbereich ab. Jetzt nehmt ihr einen zweiten mittleren Stein und macht genau das gleiche für die andere Seite. Das heißt, wir fangen an, aufleiten, ableiten. Schön die Wärme abgeben. Wenn wir das haben, surfen wir, kommen einmal rum. Gräten auf, kommen wieder hoch und nochmal und surfen auf den Muskeln wieder zurück. Und nochmal das Ganze. Und zurück, aufstellen, reingräten, schön lockern. Alles ohne Druck bitte. Das ist eine Wellnessbehandlung mit Tiefenwirkung und die soll zur Entspannung beitragen. Nicht, dass euch der Kunde vor Schmerzen von der Liege springt, dann war es nicht so toll. Die Steine haben eine angenehme Temperatur, es ist nicht zu heiß. Fragt auch immer euren Kunden, ob das angenehm ist, damit ihr die richtige Temperatur findet. Wenn ihr das fertig habt, nehmt ihr noch 2 mittlere Steine. Kommen zu der Klopftechnik. Das heißt, erstmal leiten wir ab mit der Wärme. Ja. Und jetzt fangen wir an zu klopfen. Das heißt, hier schön auf den Muskeln, einmal klopfen, langsam hoch. Seid ihr im Brustwirbelbereich, fangt ihr an, zweimal zu klopfen, wie der Herzschlag, und werdet immer vorsichtiger, je weiter ihr nach oben kommt, weil dann wird es auch laut. Ja, geht ihr hier runter, wechselt die Steine und geht wieder zip, zip. Kommt wieder in den Brustwirbelbereich. Habt ihr irgendwo dolle Verspannung gehabt, könnt ihr da vielleicht auch etwas länger klopfen. Geht runter, wechselt die Steine und fangt wieder an. Das Ganze 3-mal. Wenn ihr das gemacht habt, dann legt ihr beide Steine wieder übereinander, deckt zu, weil jetzt können wir mit der Beinarbeit beginnen. Für die Beinarbeit brauchen wir einen mittelgroßen warmen Stein und vorbereitet für die Durchblutung einen mittelgroßen kleinen Stein. Das heißt, wir decken das Bein frei. Und fangen an mit der Ableitung von dem warmen Stein. 2 und 3. Und leiten die Kälte von dem kalten Stein ab. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr den kalten Stein nach innen, den warmen nach außen,
Heißt, ihr fangt hier an, geht oben hoch, kreuzt und kommt wieder runter. Hier unten wieder kreuzen, wieder hoch, kreuzen und das Ganze geht wieder zurück. Nochmal, auf geht's, kreuzen und zurück. Jetzt legt ihr den kalten Stein schon beiseite. Das heißt, ihr könnt mit dem großen jetzt einmal die Fußsohle durchmassieren. Dreimal. Und dann geht ihr mit dem Stein einmal auf die Innenseite und gebt in die Muskeln den Druck. Seid vorsichtig, ja, wo Verspannungen sind, das wird ihr gleich merken, das tut nämlich weh. Und schön von außen einmal kräftig aufarbeiten, die ganzen Muskeln. Dreimal. Dann geht ihr zur Innenseite. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und die Außenseite schön mit dem aufgestellten Stein. Und das dritte Mal. Wenn ihr das gemacht habt, legt ihr den Stein ab in den Fuß und packt das inklusive Stein ein, dass es einmal warm gehalten wird. Und dann macht ihr die andere Seite. Nachdem wir jetzt die Rückseite fertig haben, nehmen wir alle Steine mit leichten Massageableitungen wieder runter. Das heißt zurück und über die Schultern ab und daneben legen, weil die brauchen wir noch. Ich wollte sie gerade reinschmeißen, das wäre falsch gewesen, weil die brauchen wir gleich als Akupressurpunkte für den Rücken. Diese 4 legt euch parat. Die anderen Steine, die noch da sind, die könnt ihr wieder zurücklegen. Das heißt, die aus den Händen nehmen wir auch wieder zurück. Lassen es abgleiten, geben sie zurück. Dann haben wir die 2 hier unten. Nehmen wir hoch und auch wieder ausmassieren. Und wir haben noch die 2 unter den Schultern, die wir auch einmal ableiten und runternehmen. Dann haben wir die 2 an den Fußsohlen, die wir auch noch ausleiten müssen. Das heißt, die sind hier auch noch drin. Die können wir auch ganz locker abnehmen und wieder ins Wasser legen, dass sie nochmal durchwärmen. Den anderen Stein, der unterm Bauch ist, den nehmen wir gleich ab, wenn er sich einmal umdreht. Wenn er sich umgedreht hat, muss er sich langsam nach hinten legen und die 4 Steine, die wir rausgenommen haben, legen wir weiter unter seinem Rücken. Das heißt, er legt sich jetzt langsam ab. Ja, weiter, 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 stopp, halten. Legen den nächsten drunter und den nächsten und lassen den hier auf den Stein liegen. Ist okay? Als erstes machen wir die Begrüßung. Das heißt, wir legen die Hände auf den Bauch und gehen 3-mal mit der Atmung mit. Nachdem wir die Begrüßung haben, machen wir das Bein frei und fangen mit der Ölung an. Ja. Nehmen unser Öl und lassen es wieder über den Handrücken schön auf den Körper laufen. Genau die gleichen Griffe, die wir eben schon für die Rückseite genommen haben, nehmen wir auch für die Vorderseite. Wieder rüber, über die Brust, zurück zur Hand und das Bein wieder mitnehmen und das gleiche nochmal. Schwung, rüber über die Brust, Hand zurück und zurück. Selbst wenn eine Dame da liegt, geht das
dass hier das abdeckt, das Dekolleté. Und dann bleibt es so. Wenn wir die Seite eingeölt haben, nehmen wir die andere Seite. Jetzt haben wir die einleitende Massage. Sie teilt sich ein bisschen in 3 Teile ein. Das heißt, die erste Einteilung ist für die Beine. Das heißt, auch hier wieder mit den Daumen hochfahren. Achtung, nicht aufs Schienbein, um das Knie drumherum, oben hoch, die innere Hand bleibt stehen, außen geht am Gesäß vorbei, wieder zurück, um das Knie rum und zurück. Dann andere Seite vom Schienbein hoch, um das Knie rum, innere Hand bleibt stehen, zweite Runde und wieder zurück. Und die dritte Runde. Gehen wieder hoch, um das Knie drumherum, bleiben stehen und die andere Hand geht wieder zurück. Das machen wir dann auch mit dem anderen Bein. Als zweites haben wir die Massage am Bauch. Vorsichtig bitte mit der Massage am Bauch und immer nur im Uhrzeigersinn. Wenn wir das haben, gehen wir auch 3-mal rum, 2-mal, 3-mal, gehen von hier oben hoch und gehen an den Schulter-Nackenbereich von beiden. Das heißt, wir ziehen schön auseinander, gehen bis in den Nacken rein, oben rum, über die Brust, kreuzen hinten und ziehen wieder lang. Das Ganze machen wir 3-mal. Wenn wir das 3-mal gemacht haben, gehen wir erst zu dem einen Arm. Genau das, was wir unten gemacht haben am Fuß, machen wir jetzt oben. Das heißt, wir gehen mit den Daumen hoch, kreisen den ein und kommen wieder zurück. Das heißt, wir gehen wieder mit den Daumen hoch, kreisen die Schulter ein und ziehen es wieder lang. Das heißt, wir gehen mit dem Daumen hoch das 3. Mal und ziehen es lang. Und das machen wir auch auf der anderen Seite. Jetzt brauchen wir schon mal 2 kleine Steine bzw. mittelgroße Steine. Da gibt es auch nur eine kurze Ableitung. Das heißt wirklich 1, 2 und das 3. Mal. Und wenn wir das 3. Mal abgeleitet haben, legen wir die. Ist immer schön, wenn der Kunde was macht, was er nicht soll. Du sollst die Schulter hochheben, nicht den Kopf. Yep. Unter die Schulterblätter. Und so bändigen wir dann auch Kunden, die mitdenken. Dann nehmen wir nochmal 2. Also es gibt immer sehr aktive Kunden und sehr inaktive, das ist aber nicht schlimm. Das gehört auch dazu. Das heißt, wir leiten wieder ab. Rüber, wieder mittelgroß. Gehen rüber, nochmal drehen. Und wenn wir das haben, legen wir die unter die Nieren, dass auch da wieder weiter schön gewärmt wird. Jetzt brauchen wir was für die Hände. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder etwas größere Steine, wieder die 2 Stück, nehmen die wieder nach vorne, leiten schon mal ab. Und wenn wir abgeleitet haben, nehmen wir den großen, den einmal runter und die Außenseite wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und das 3. Mal runter und wieder hoch und parken den harten Stein in der Hand und decken zu. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir zur anderen Seite. Auch wieder einmal, 2-mal, das 3. Mal, groß kreisen. Dann weiß er auch, dass der Handstein gepackt wird. Jetzt kommen wir schon zu den Beinen. Gleiches Spiel wie bei der Rückseite, auch die Vorderseite. Das heißt, wir brauchen wieder einen kalten Stein und einen warmen Stein.
Dann fangen wir wieder an, legen das Bein frei und leiten wieder die Wärme erstmal ab und die Kälte natürlich auch. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir wieder die kalte Seite nach innen, fangen oben am Fuß an, gehen runter, kreuzen das und kommen wieder zurück. Kreuzen für die zweite Runde und wieder zurück. Und die dritte Runde kreuzen und kommen wieder zurück. Wenn wir das gemacht haben, lassen wir den Stein noch ein bisschen liegen, nehmen unsere 5 Zehensteine bzw. 4 Zehensteine und massieren damit erstmal die Fußsohle aus. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir noch mal vorne drüber und platzieren die Zehensteine zwischen den Zehen und lassen sie da stecken. Wenn wir das gemacht haben, kommt der andere Stein unten drunter. Jetzt gibt es so ein Hilfsmittel. Man kann den entweder festknoten oder festbinden oder man schlägt ihn einfach ein und fixiert ihn damit. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir zum anderen Bein rüber. So, jetzt nehmen wir noch 2 mittlere Steine und leiten langsam über den Bauch ab. Wenn die einigermaßen abgeleitet worden sind, können wir die auch schon zurücknehmen und kreisen langsam immer schön im Uhrzeigersinn. Bloß nicht ablegen. Fragt auch mal, ob die Temperatur noch okay ist. Okay, bestens. Ihr müsst auch nicht fragen. Wenn es schon wegschläft, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wenn ihr das habt, vorsichtig einmal zur anderen Seite, ganz vorsichtig in der Bauchgegend bleiben. Immer. Wenn ihr die 3-mal abgelegt habt, bzw. gekreist habt, legt ihr einen Richtung Schambein und den anderen Richtung Bauchnabel und deckt ihn wieder zu, dass wir bis ins Dekolleté arbeiten können. Für das Dekolleté nehmen wir auch gleich die nächsten 2 Steine. Wieder abtropfen. Gehen oben hoch und machen nur eine kurze Ableitung. Wenn ihr das habt, dann einmal ein, außen rum, Richtung Nacken streichen, zurück und wieder. Oben kreisen, Richtung Nacken und wieder zurück. Und die letzte Runde Richtung Nacken kreisen, ausstreichen und nach oben. Diese Steine sind die einzigen Steine, die nicht direkt drauf kommen, sondern diese Steine werden in die Tasche gelegt, dass die nachher hier liegen bleiben. Also keine direkte Wärme abgeben. Dann lasst ihr die eingeschlagen und wenn ihr das habt, wenden wir uns als allerletzten dem Gesicht zu. So, als nächstes brauchen wir 2 heiße und 2 kalte Steine fürs Gesicht. Das heißt 2 kleine und die lassen wir noch ein bisschen und gehen jetzt
mit diesen beiden Steinen im Gesicht, das heißt von vorne einmal hoch bis zu den Schläfen. Dann hier wieder hoch bis zu den Schläfen. Dann gehen wir hier hoch. Immer schön nach oben fahren. Ganz locker, ganz leicht. Gehen oben rüber. Und landen wieder hier. Fangen wieder an. Zweite Runde. Nur gleiten lassen, kein Druck. Und die letzte Runde. Und wir können noch einmal über den Augen ableiten und bleiben kurz an den Schläfen stehen. Wenn wir das gemacht haben, lassen wir die Steine hier liegen. Nehmen unsere zwei kalten Steine. Und machen das Ganze nochmal mit den kalten Steinen. Wenn wir das haben, nehmen wir noch einmal den warmen Stein und kreisen dreimal im Uhrzeigersinn um das Gesicht. Und wenn wir das fertig haben, lassen wir den Stein als drittes Auge liegen und gehen in die Nachruhe. Ich hoffe, ihr hattet mit der Hotstone genauso viel Spaß wie ich. Das Video ist, wie gesagt, könnt ihr immer mal vor, zurück. An einigen Stellen ist es sehr schnell. Ich weiß, vor allen Dingen, wenn ich denn nur die eine Seite mache oder die andere, übt es Stück für Stück. Zum Beispiel diese Einstiegsgriffe sind immer die gleichen, egal was wir für eine Massage nachher nochmal machen. Es ist immer die gleiche Begrüßung. Das Einölen ist fast immer das gleiche, nur die Abläufe sind nachher immer ein bisschen anders und die Materialien sind anders. Das heißt, wir werden uns vielleicht auch nochmal mit einer Kräuterstempel befassen, weil das sehr dicht zusammen ist. Nur die Wirkungsweise ist halt eine ganz andere als den Stein. Bei dem Stein, wie gesagt, geht es um die Tiefendurchwärmung der Muskulatur und der zusätzlichen Entspannung und der Aktivierung auch mit des Stoffwechsels. Bei den Kräuterstempeln ist es auch so, ja, ich aktiviere auch, aber da sollen die Kräuter ihre Wirkung auf die Haut und auf das Nervensystem noch ausbreiten durch die Düfte und sonstiges. Das heißt, es ist eine etwas andere Wirkungsweise als bei der Hotstone. In diesem Sinne, dein Aussehen, deine Visitenkarte, deine Kunden, deine Visitenkarte. Abo nicht vergessen, Glöckchen setzen und ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Tschüss!